Hallo Leute, dieses Video ist ein Gastbeitrag für die Webseite sprachheld.de, genauer gesagt für den Artikel A bis Z Leitfaden für Deutsch, der euch alle möglichen neuen Ideen zum Deutschlernen an die Hand gibt. Als kleines Intro dafür bin ich hier, um euch 10 Tipps dafür zu geben, besser und effektiver Deutsch zu lernen und das vor allem, dabei zu bleiben. Und das ist auch schon mein erster Punkt: motiviert bleiben. Vielleicht das Schwerste am Sprachenlernen allgemein, aber absolut notwendig. Am praktischsten ist es natürlich, einen direkten und am besten anhaltenden Anlass zu haben, Deutsch zu lernen, wie zum Beispiel, dass man nach Deutschland umziehen möchte. Das ist aber leider nicht bei allen der Fall. Für alle anderen ist es deshalb sinnvoll, sich sozusagen künstlich zu motivieren. Das heißt, beschäftigt euch möglichst viel mit dem, was euch an der Sprache besonders viel Spaß macht. Zum Beispiel, ihr liebt Grammatik, so wie ich, dann sucht euch interessante Regeln raus und analysiert sie ein bisschen. Vielen ist das wahrscheinlich zu trocken, vollkommen verständlich. Vielleicht interessiert ihr euch ja für die deutsche Kultur und lernt vor allem deswegen Deutsch. Dann könnt ihr euch möglichst früh anfangen, mit Musik zu beschäftigen oder mit Filmen oder mit Spielen oder mit Büchern. Vielleicht lernt ihr ja auch, um euch mit einer bestimmten Person unterhalten zu können. Dann verstärkt den Kontakt mit dieser Person und versucht möglichst früh, möglichst viel Deutsch mit ihr zu sprechen. Das wird am Anfang ein bisschen schwierig und frustrierend sein, aber es hilft enorm. Egal wie ihr es macht, das Wichtigste bei all dem ist immer, das Ziel genau im Auge zu behalten, denn beim Sprachenlernen braucht man vor allem eins. Nummer 2. Ganz simpel. Zeit. Ich bekomme manchmal die Frage, ob man irgendwie innerhalb von 3 Monaten perfekt Deutsch lernen kann. Für die allermeisten Leute auf dieser Welt gilt da ganz klar die Antwort: Nein. Und das ist auch vollkommen logisch, denn Sprachen sind ziemlich umfangreich. Deshalb seid auf jeden Fall geduldig mit euch selbst. Seht ein, dass ihr eine Weile dafür brauchen werdet und plant feste Zeiten in eurem Alltag dafür ein, die Sprache zu lernen. Vor allem dann, wenn ihr komplett autodidaktisch lernt. Das muss nicht viel sein, wenn ihr es euch nicht leisten könnt. 10 Minuten am Tag Vokabeln lernen zum Beispiel. Oder ihr guckt einmal die Woche ein DFE-Video. Self-Promotion. Ihr könnt zum Beispiel auch auf dem Weg zur Arbeit, Uni oder Schule deutsche Musik hören oder Bücher lesen, wenn ihr schon so weit seid. Egal, was ihr euch da am Ende aussucht und egal, wie ihr es macht, zwingt euch auf jeden Fall selbst, jeden Tag ein bisschen Kontakt mit Deutsch zu haben. Das wird zum Beispiel auch leichter durch unsere Nummer 3, Tandems. Sprachtandems nennt man es, wenn sich 2 Leute mit verschiedenen Muttersprachen treffen, um sich gegenseitig dabei zu helfen, die Sprache des jeweils anderen zu lernen und dabei eben auch ein bisschen was anderes mitzubekommen als das, was man so in Schulbüchern sieht. Die Vermittlung dafür vor Ort geht am besten über Sprachschulen oder Universitäten. Ihr müsst dafür nicht mal dort angemeldet sein. Online geht das Ganze aber auch, denn man kann natürlich auch über Skype ein Tandemtreffen machen. Es gibt ein paar Websites, die sich spezifisch damit beschäftigen, Tandempartner aneinander zu vermitteln. Da gibt es einmal conversationexchange.com, dann tandempartners.org und außerdem finde ich immer noch das Reddit-Unterforum Language Buds ganz praktisch. Ich habe euch die alle mal in der Beschreibung verlinkt, genauso wie noch ein paar andere Sachen. Weiteren Kontakt zur Sprache findet man auch durch sozusagen puren Spaß. Zum Beispiel Nummer 4 durch Musik. Musik hat den enormen Vorteil, dass die Melodien dafür sorgen, dass man sich Texte sehr schnell merken kann, auch wenn man ihn noch gar nicht oder nur teilweise versteht. Dadurch lernt ihr natürlich vor allem neue Wörter und Phrasen oder Redewendungen, aber auch Elemente von Satzbau und Grammatik, die Aussprache und je nach Musik und Lied sogar gesellschaftliche Aspekte. Ich habe auf diesem Kanal ein Video gemacht, in dem ich deutsche Bands empfehle für die Leute, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Eine weitere Möglichkeit aus der medialen Ecke sind auch Nummer 5, Filme und Serien. Auch dazu gibt es auf meinem Kanal ein Video. Hier hat man natürlich ähnliche Aspekte wie bei der Musik, minus die Sache mit der Melodie, durch die man sich Dinge schneller merken kann, aber dafür hat man visuelle Unterstützung, wodurch man durch den Kontext auch Dinge verstehen kann, die man vielleicht rein von den Wörtern her nicht mitbekommen hätte. Außerdem gibt es bei Filmen Untertitel, so wie hier. Und ein ganz schlauer Trick, den ich sehr gerne benutze und weiterempfehle, ist, einfach Sachen zu gucken, die man schon kennt und auf Deutsch synchronisiert wurden. Das ist auch nicht schwer zu finden, denn in Deutschland wird so ziemlich alles synchronisiert. Und wo wir gerade bei den Medien sind, gibt es da natürlich noch eine ganz andere große, weite Welt. Die Nummer 6, das Internet. Da gibt es natürlich nochmal ganz viele andere Möglichkeiten
neben Musik und Filmen, die man ja auch im Internet finden kann. Und viele davon kennt ihr sicher auch schon, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Erstens könnt ihr natürlich Lernmaterial wie meine Lernvideos angucken, in denen man Deutsch explizit erklärt. Andere Kanäle, die das auch so machen wie ich, habe ich auf meinem Kanal rechts bei den Kanalempfehlungen verlinkt, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Zweitens könnt ihr euch natürlich Videos ansehen von YouTubern, die deutsch sind und auch nur auf Deutsch Videos machen. Das ist allerdings schon ein bisschen höheres Level, weil da natürlich sehr echtes, gesprochenes Deutsch gesprochen wird und das normalerweise ziemlich schnell ist. Also nicht frustrieren lassen. Um an Vorschläge zu kommen, wenn ihr so gar nicht wisst, wie ihr da anfangen sollt, könnt ihr auf YouTube eure Ländereinstellungen ganz unten auf der Seite auf Deutschland umstellen. Die Nummer 7 auf der Liste und die Nummer 3 bei den Internetmöglichkeiten sind Lernseiten und Blogs wie auch Sprachheld.de, auf denen schriftlich Sachen über die deutsche Sprache erklärt werden, aber eben manchmal auch einfach Beiträge auf Deutsch zu finden sind. Ein weiteres Beispiel ist hier auch yourdailygerman.com. Und natürlich, wie mit den Videos, könnt ihr euch hier auch einfach wieder alternativ deutsche Blogs, die auf Deutsch für Deutsche schreiben, suchen. Auch hier gilt wieder, die Sprache ist natürlich authentischer und ab einem gewissen Wissensstand lernt ihr auch schneller, aber ihr braucht natürlich einen gewissen kleinen Sockel, um damit anfangen zu können. Zuletzt fallen meiner Meinung nach in diese Kategorie auch noch Sprachforen, die aber dank der sozialen Netzwerke ziemlich selten geworden sind. Die Nummer 8 findet auch noch im Internet statt und zwar gibt es ja im Internet auch viele Lernseiten, die weder Videos noch schriftliche Beiträge benutzen, sondern sozusagen kleine Lernprogramme sind. Die gibt es sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig. Von den kostenlosen kennt ihr sicher selber schon viele. Da gibt es zum Beispiel Duolingo, Memrise, Busuu, Lang8 und noch viele andere. Diese Programme sind weder perfekt noch lückenlos und sie helfen natürlich vor allem mit neuem Vokabular und Phrasen und Redewendungen. Darin sind sie aber gut und sie sind auf jeden Fall gutes Einsteigermaterial. Ich habe ein paar von ihnen in der Beschreibung verlinkt. Für die Nummer 9 möchte ich nochmal kurz teilweise auf die Nummer 1 zurückgreifen. Und zwar macht euch das Lernen auch in späteren Zügen weiter schmackhaft. Also interessant und vielleicht sogar manchmal neu. Klebt euch zum Beispiel mal Vokabelzettel in die Wohnung. Dafür könnt ihr auch mal bei Flashsticks vorbeischauen, die drucken die nämlich schon vor. Trefft euch vielleicht auch mal statt nur mit Tandempartnern auch mit anderen Leuten, die Deutsch lernen, wenn jemand in eurer Nähe ist, und tauscht euch über eure Erfahrungen aus. Das geht auch wieder online, denn ihr könnt auch zum Beispiel, wenn das etwas für euch ist, eure Fortschritte auf Video oder mit Ton aufnehmen und hochladen und dann können andere Leute ein bisschen was dazu sagen, was sie davon denken. Ihr könnt auch eure sozialen Netzwerke einfach mal auf Deutsch umstellen, denn ihr wisst ja eigentlich was das alles heißt. Das geht übrigens auch bei Videospielen, wenn das eins eurer Hobbys sein sollte. Gerade bei Online-Spielen gibt es ja meistens ganz viele Sprachoptionen. Da könnt ihr also einfach mal euer User-Interface und die Synchronisation auf Deutsch umstellen. Zu guter Letzt für die Nummer 10 gibt es natürlich auch noch die klassische, aber meistens eben leider auch teurere Variante, Sprachkurse besuchen. Ich persönlich bin zum Beispiel nicht allzu gut darin, rein autodidaktisch zu lernen, weil ich mich zu schnell ablenken lasse. Und deswegen gehe ich gerne auch noch zusätzlich in Kurse. Das geht zum Beispiel an Sprachschulen oder auch Universitäten, wenn welche bei euch in der Nähe sein sollten. In Deutschland zumindest ist es sogar so, dass man nicht mal unbedingt Student sein muss, um an Kursen teilzunehmen. Man kann sich auch eine sogenannte Gasthörerschaft beantragen. Eine weitere Möglichkeit ist auch noch das Goethe-Institut, wenn eins bei euch ist. Da kann man an Sprachkursen teilnehmen und sogar Austauschprogramme nutzen. Um herauszufinden, ob sich bei euch in der Nähe ein Goethe-Institut befindet, ob ihr auch auf Distanz etwas machen könnt und wie viel das Ganze überhaupt kostet, könnt ihr mal auf dieser Webseite nachschauen. Die habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt. Soweit also zu meinen kleinen Top 10 Tipps fürs Deutschlernen. Das ist natürlich lange nicht alles, was man machen kann. Da gibt es viel mehr, ganz viele Möglichkeiten und jedem hilft etwas anderes. Aber ich denke, das ist schon eine ganz gute Liste und wenn ihr selbst noch andere Ideen oder Erfahrungen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr das hier zuerst auf meinem Kanal sehen solltet, dann schaut doch mal bei sprachheld.de vorbei und guckt euch auf jeden Fall den A bis Z Leitfaden für Deutsch an. Da gibt es nämlich noch jede Menge andere hilfreiche Tipps. Und im umgekehrten Fall, also das heißt, falls ihr diesen Artikel gerade lest und noch nie was von mir gehört habt, ich freue mich immer über neue Zuschauer. Einfach auf das YouTube-Symbol neben der Abspielleiste klicken oder auch jetzt irgendwo auf den Bildschirm.
Das war's von mir. Viel Erfolg beim Lernen und viel Spaß beim Lesen und an meine Zuschauer. Bis nächste Woche. Tschüss!